Diese kleinen Origami-Täschchen gehören zu meinen Lieblingsverpackungen. Ich fertige sie aus Stoff, sie sind nachhaltig und sie passen ganz wunderbar in die kommende Zeit hinein. Wenn ihr mögt, macht doch einfach mit! Herzlich willkommen bei Needle Engine, mein Name ist Elke, schön, dass ihr dabei seid. Für unsere Origami-Täschchen brauchen wir 2 Stoffe, einen Boden und eine beidseitig klebende Fließeinlage. Diese Klebeseite der Fließeinlage legen wir auf die erste linke Stoffseite, bügeln auf der beschichteten Rückseite. Denkt daran, die Ecken gut festzubügeln. Ziehen das Trägerpapier von der Klebeschicht ab. So haben wir die zweite Klebeschicht, auf die wir nun unseren zweiten Stoff legen, mit der linken Seite. Wir schneiden ein 12,5 Inch großes Stoffquadrat aus und haben nun einen Stoff mit 2 rechten Seiten. Wir beginnen mit den Vorfaltungen. Wir legen beide Seiten zueinander, bügeln den Bruch gut ein und wiederholen das auf der anderen Seite. Als nächstes legen wir die Spitzen aufeinander und bügeln auch diesen Bruch gut ein. Und wiederholen das auf der anderen Seite. Spitze auf Spitze, Seite auf Seite und bügeln. Unsere Vorfaltung ist nun fertig. Wir legen die gerade Seite vor uns und legen beide Spitzen zueinander. Wir falten die zweite Spitze nach außen über die erste Spitze, aus der Mitte heraus. Wir legen beide Spitzen aufeinander. Achtet darauf, dass ihr aus der Mitte heraus faltet, dass sich das nicht verzieht. Und in der Mitte haben wir nun eine Seite auf den mittleren Bruch gelegt. Arbeitet da wirklich genau, je besser wird das Täschchen. Faltet auch hier die Brüche nochmal ganz genau ein. Je einfacher könnt ihr nachher weiterfalten. Wir öffnen nun die zweite Seite. Wir schlagen wieder die gerade Seite zur Mitte und schlagen die Dreiecke, die sich daraus ergeben, übereinander. Die geraden Seiten treffen sich nun in der Mitte, sie stoßen genau aneinander. Presst das gut ein und legt die Dreiecke wieder gut übereinander. Nun haben wir 4 separate Seiten. Wenn wir das Ganze jetzt noch einmal aufschlagen, wir falten über die Mitte, wir schlagen die Seiten nach innen, die Ecken nach außen. Wir markieren uns 2 Linien aus der Mitte heraus, nach außen hin mit 4,5 cm Abstand oder 2,75 Inch. Über diese Linie falten wir das äußere Dreieck nach innen und zwar so, dass die äußere Linie gerade abschließt. Wir nehmen die Spitze des Dreiecks und schlagen diese nach außen um. Und die eine Spitze des Dreieckes endet parallel zur unteren Linie und zur Mittellinie. Bügelt das Ganze gut ein.
und wir wiederholen das auf der zweiten Seite. Wenden. Und auf der dritten und vierten Seite brauchen wir nur noch den schon vorgefalteten ersten beiden Seiten folgen. Das ist ganz einfach. Auch hier achten wir wieder darauf, dass die Spitze des Dreiecks genau zur Mitte hin endet. Hätte auch eine Fledermaus werden können, aber wir wollen diese äußeren Seiten nun festnähen. Alle 4 Seiten werden einzeln knappkantig gesteppt, damit sie nicht mehr auseinanderfallen. Denkt daran zu verriegeln und so sieht das Ganze jetzt aus. Wir schlagen von den Nahtenden an das untere Dreieck zur Mitte und bügeln. Das ist unser Boden. An der Vorderseite nehmen wir unsere Dreiecke, schlagen sie um unser Seitenteil herum ein und bügeln. Jetzt fehlt uns noch der Verschluss. Ich habe in meinem Lieblingsstoffladen Sternchen-Druckknöpfe gefunden, die ich hier gerne verarbeiten möchte. Mit einer Ahle legen wir den Punkt fest, an welchem wir den Druckknopf einsetzen möchten und stechen einmal ein Loch durch unsere 4 Stofflagen. Legen unsere Dreiecke aufeinander und kopieren unser Loch auf dem zweiten Dreieck, so haben wir es genau identisch. Es sind viele Stofflagen, daher ist es besser, ihr stecht das einmal vor, bevor ihr euren Druckknopf da unnötig stresst. Wir stecken den Sternchen-Druckknopf durch unsere Dreieckspitze, setzen das Gegenstück auf und drücken das Ganze mit einer Zange gut fest. Das wiederholen wir an der zweiten Seite. Wir nehmen ein Stück Kreide und schibbeln das ein bisschen über den ersten Druckknopf. Wenn wir den jetzt nach vorne ziehen, als würden wir ihn schließen, markiert uns das genau die Stelle, auf der wir den zweiten Druckknopf brauchen. Da stechen wir auch wieder durch, und zwar wieder nur durch diese Dreieckslagen. Wir enden in so einer Tüte. Wir stecken die zweite Seite des Druckknopfs. Hier achtet jetzt darauf, dass ihr wirklich das Gegenstück des Druckknopfs nutzt. Ha. Und presst das Ganze wieder gut ein. Wir schlagen die Ecken zurück und nun ist unser Täschchen auch schon fast fertig. Wir möchten noch einmal den Boden ausformen, das fällt nachher schöner. Bügeln den Boden und legen unsere 4,5 x 4,5 cm große Einlage als Boden ein. Und fertig ist unser Täschchen. Nun brauchen wir unser Origami-Täschchen nur noch zu dekorieren und haben eine wunderschöne Geschenkverpackung, die, wie ich finde, alleine schon ein schönes Geschenk ist. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude bei dem Video. Ich wünsche euch viel Freude beim Nacharbeiten und wenn ihr mögt, liked, teilt und abonniert und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter nähen.